Veranstaltung und ich möchte euch heute was über Thalia und unsere Omnichannel-Strategie oder Auszüge daraus halt eben vorstellen, euch mal berichten, wie wir halt eben auch mit den aktuellen Herausforderungen halt eben umgehen und würde damit genau einmal starten. Vielleicht noch ganz kurz einmal zu meiner Person, gerade schon vorgestellt, Hendrik Müller, bin bei Thalia verantwortlich für die Themen E-Commerce und auch die Omnichannel-Services. Wir sehen gleich so ein paar Inhalte halt eben daraus und freue mich halt eben einfach, das jetzt auch vorstellen zu dürfen. Vielleicht ein ganz kurzer Blick einmal aufs Unternehmen, auf Thalia. Wir sehen in der Mitte halt eben mittlerweile unsere sehr unterschiedlichen Geschäftsmodelle, alle rund ums Buch. Wir sind also unterwegs im Bereich der Fachinformationen, im Bereich auch des Nebenmarktes, also alles rund um B2B-Geschäft, wo wir da halt eben sehr engagiert sind. Der eigentliche Kern, das ist aber ganz klar halt eben unser Retail-Business, also alles rund um die den stationären Bereich mit über 500 Filialen im Dachraum mittlerweile. Natürlich halt eben auch mit unseren Online-Bereichen. Das ist insbesondere halt eben der Webshop und die App. Das machen wir nicht nur für Deutschland, sondern auch für Österreich, auch im Joint Venture für die Schweiz, auch für halt eben Osiander, einen Partner, den wir ebenfalls halt eben noch haben. Und ganz wichtig, und das ist halt eben auch noch so ein bisschen besonders bei Thalia, wir haben halt eben noch ein weiteres Device, das ist halt eben der Tolino E-Reader, also noch einen weiteren Device, den wir mit in die Omnichannel-Strategie halt eben auch integrieren wollen und integrieren dürfen. Und das bringt uns halt eben mittlerweile auf über 1,8 Milliarden Umsatz. Das ist halt eben eine Zahl aus 22, 23, die auch ganz offiziell reported ist. Ich kann jetzt schon mal versichern, dass wir halt eben die ganze Zahl auch in der Zwischenzeit nochmal ein gutes Stück steigern konnten. Wir sind da also sehr erfolgreich unterwegs. Wir machen das zusammen mit 6.500 Mitarbeitern. Klar, brauchen wir nicht lange drüber reden. Viele Mitarbeiter halt eben auch auf der Fläche in den Buchhandlungen. Und das macht uns insgesamt halt eben auch zur Nummer 1 im Dachraum, in der Dachregion, im Buchmarkt und auch in ihren Sortimenten. So ein bisschen spezifisch für uns sind halt eben vielleicht noch die Anzahl der Sortimente. Das sind über 16 Millionen, die wir halt eben bei uns im Katalog halt eben führen. Auch da wird schon klar, das ist nicht ganz so trivial, das muss halt eben gut arrondiert sein. Kommen wir später vielleicht auch noch mal ein bisschen zu. Genau, jetzt vielleicht noch mal einmal ein kleiner Fokus auf die Buchhandlung und auch auf das Thema Omnichannel, komme ich jetzt gleich nochmal. Wir sehen auf der einen Seite die Deutschlandkarte und da halt eben auch so ein bisschen die Verbreitung unserer Buchhandlung. Ich kann dazu aber auch nochmal sagen, das ist halt eben das Herz unseres Geschäftsmodells. Und das hat nicht nur irgendwie historische Gründe, weil das irgendwie mal so die Gründungsidee war und der Handel logischerweise eher stationär stattgefunden hat und irgendwann E-Commerce geworden ist, sondern es ist für uns halt eben auch USP. Das ist unsere Buchhändlerkompetenz, das ist unsere Buchliebe, das ist für uns halt eben auch der Ort, wo wir halt eben greifbar sind, wo die Menschen mit uns in Begegnung kommen können, wo wir auch die Omnichannel-Services halt eben spielen können. Weil auch das ist ja nochmal entscheidend. Omnichannel klingt ja halt eben immer gut und einfach, aber es braucht auch eine gewisse Verbreitung, dass man halt eben auch den Menschen die Möglichkeit geben kann, Omnichannel halt eben überhaupt zu erfahren, weil nur online ist halt eben kein Omnichannel. Genau. Gucken wir einmal nochmal auf den Buchmarkt insgesamt, auf die Makroperspektive sozusagen. Das ist nochmal einmal ganz spannend und ich verbinde da selber für mich halt eben auch noch so eine kleine Geschichte mit. Zum einen die Anzahl an Buchkäufern, die ist rückläufig. Keine so gute Entwicklung, würde ich sagen. Das Marktvolumen, also die Ausgaben, die bleiben relativ konstant. Das hat halt eben auch was damit zu tun, dass die Intensität der Käufe zunimmt und auf der anderen Seite halt eben auch neue Sortimente, also sowas wie Abos, Hörbuch und sonstiges halt eben mit dazukommen. Aber, und das ist halt eben das Entscheidende, es gibt halt eben einfach jetzt mittlerweile auch neue Märkte. Und die neuen Märkte und die neuen Zielgruppen, die sind für uns auch in der Omnichannel-Strategie halt eben einfach extrem entscheidend, auch wichtig. Und da engagieren wir uns natürlich halt eben auch sehr stark. Wir sehen hier auf der rechten Seite halt eben schon den Hashtag BookTok. Das ist tatsächlich was für den gesamten Buchmarkt gerade halt eben so ein bisschen der Booster ist. Nicht nur für den Handel, sondern halt eben auch für die Autoren. Ich komme da gleich halt eben vielleicht mal so zu ein paar Zahlen. Auf der diesjährigen OMR, ich weiß nicht, wer die mitverfolgen konnte, ist dann tatsächlich auch das Thema BookTok und Lesen unter den 7 Top-Trends in der Digitalbranche genannt worden. Auch ganz bezeichnend. Ganz bezeichnend für mich vor allen Dingen nochmal Revue passieren lassen, ungefähr 15 Jahre zuvor. Da stand so ein Unternehmen wie Thalia noch auf der Todesliste des Handels. Da haben wir uns mittlerweile halt eben deutlich von distanziert und wie gesagt, da gibt uns der Erfolg halt eben recht. Vielleicht einfach nochmal auf BookTok, einen Hashtag BookTok halt eben geschaut. Der Hashtag hat mittlerweile über 190 Milliarden Aufrufe.
190 Milliarden. Da sieht man halt eben auch schon die Nachfrage an diesem Thema. Ist aber jetzt halt eben nicht nur für TikTok halt eben großartig, sondern auch für Autorinnen, für Handel und Co. Also nur das Beispiel der Jana Kremer einmal, eine deutsche Autorin hier genannt, die hat halt eben über 43 Millionen Views von ihrem TikTok-Account. Also das muss man halt eben einfach sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist tatsächlich halt eben ja, bahnbrechend und großartig. Ich könnte ein bisschen was noch zur BookTok Community erzählen. Ich glaube, das ist aber halt eben vor allem nochmal einmal interessant über, warum ist das Omnichannel? Natürlich ist es auf der einen Seite digital. Jetzt könnte man denken, dass halt eben die Kunden, Kundinnen halt eben insbesondere digital dann auch einkaufen, also in der digitalen Journey irgendwie bleiben. Und das ist mitnichten der Fall. Gerade das ganze Thema TikTok und Social Media ist halt eben total buchhandelsaffin. Die inspirieren sich über BookTok, über TikTok und kommen dann aber manchmal halt eben auch in der Gruppe bei uns in die Buchhandlung und wollen da halt eben auch das Buch, den Farbschnitt, was auch immer halt eben sich selber anschauen, nochmal inspirieren lassen und halt eben auch die Atmosphäre in der Buchhandlung erleben. Das vielleicht nochmal zu BookTok gesagt. Jetzt ist Omnichannel ja ein weites Wort und wird häufig halt eben ganz einfach mit Click and Collect halt eben verbunden. Ich habe jetzt hier eine Folie nochmal mitgebracht, die uns halt eben auch zeigen soll, dass das bei uns nicht der Fall ist. Natürlich ist Click and Collect, und das gucken wir uns das gleich nochmal an, ein ganz, ganz wichtiger Service, Omnichannel-Service für uns. Aber wir haben halt eben schon auch versucht, entlang der gesamten Customer Journey und nicht nur versucht, sondern halt eben auch sehr erfolgreich halt eben geschafft, unterschiedliche Services zu etablieren, auf die ich heute nicht gänzlich eingehen werde, sondern halt eben nur ein paar Picks daraus machen werde. Mir ist nur einfach nochmal wichtig, Omnichannel ist halt eben nicht nur ein Service, sondern ist halt eben auch ein Verständnis entlang der kompletten Journey, was man da begreifen darf. Und deswegen jetzt einmal gerade schon in der Überleitung halt eben getan auf unseren Nummer 1 Service, das kann man glaube ich so sagen, halt eben nochmal runtergebrochen, Click and Collect. Das ist ein für uns totaler Erfolgscase. Letzten Endes ist das nicht nur für uns digital, sondern halt eben auch für die Buchhandlung natürlich mittlerweile ein total signifikantes Business. Ich denke da so ein bisschen an die Corona-Zeit halt eben auch nochmal zurück, als der E-Commerce-Umsatz sich bei uns halt eben auch mehr als verdoppelt hat. Wir in der ganzen Zeit aber auch die Quote, die Filialabholungsquote halt eben konstant halten konnten, also relativ konstant halten konnten. Was heißt das? Dass wir halt eben das doppelte Volumen mittlerweile halt eben in Richtung der Buchhandlung halt eben auch schieben von Online-Bestellungen. Das führt halt eben auch in Spitzenzeiten dazu, natürlich insbesondere Weihnachten, dass halt eben deutlich mehr als 40-50% der Bestellungen dann tatsächlich Click-and-Collect-Bestellungen sind. Und die normale Quote hat sich bei uns halt eben jetzt entwickelt in Richtung der 22-23%. Heißt auf jeden Fall super erfolgreich. Wir arbeiten stetig halt eben auch an der Convenience. Das sehen wir hier auch einmal daran, wie man bei uns im Mobile Shop oder auch der App halt eben die Filialabholung nutzen kann. Es hat ein hohes Service-Level, was wir da anbieten, dass die Artikel im Normalfall insofern vorrätig in der Buchhandlung halt eben innerhalb von einer Stunde abholbar sind. Das wird halt eben dann auch gerne und gut genutzt. Das hat aber auch noch viele verschiedene andere Vorteile. Zum einen sind halt eben 25% der Click-and-Collect-Bestellungen halt eben vorab bezahlt. Heißt, die Abholquote ist nochmal deutlich höher. Auf der anderen Seite schaffen wir es aber halt eben auch bei jeder 5. Bestellung nochmal Zusatzverkäufe zu generieren. Also es bleibt nicht einfach nur bei dem Click-and-Collect-Umsatz, sondern da kommt halt eben noch was oben drauf. Das Potenzial, das sage ich auch dazu, das ist bei Click and Collect halt eben auch in unserem Fall noch überhaupt nicht komplett erschlossen. Man sieht halt eben bei dieser Regio-Karte daneben, dass wir noch ganz, ganz viele weiße Flecken haben, die wir auch noch erobern wollen und auch dabei sind, die halt eben zu erobern, um halt eben den Kunden auch innerhalb eines 20 Kilometer Radiuses um eine Buchhandlung einfach diese Möglichkeit zu geben, Omnichannel-Service halt eben auch zu nutzen. Und arrondierend, das kann ich auch nochmal sagen, auch da sehr gute Nutzungszahlen sind es halt eben die Thalia-Abholstationen, die wir aktuell halt eben in 36 Buchhandlungen halt eben auch anbieten und zur Verfügung stellen, wo der Kunde halt eben 24/7 auch selber den Abholzeitpunkt wählen kann, beziehungsweise halt eben auch ein recht einfaches und schnelles Einkaufserlebnis halt eben einfach nutzen kann. Genau, dann habe ich eben aber auch schon gesagt, Social Media, das ist für uns natürlich halt eben einfach jetzt auch über BookTok, über das Adressieren neuer Zielgruppen, über das Erreichen neuer Zielgruppen extrem wichtig. Und das eine, was wir natürlich machen, das ist das Bespielen der normalen Kanäle. Und das ist dann jetzt Trendthema TikTok, das ist aber natürlich auch Insta, das ist auch Facebook und Pinterest und wie sie nicht alle heißen.
Und da sieht man halt eben auch, dass wir halt eben auch in der langen Reihe halt eben stetig Follower halt eben gewinnen und dementsprechend halt eben auch die neuen Zielgruppen erreichen. Das machen wir einmal mit dem internen Team, dem Social Media Team, die auch die eigenen Kanäle bespielt. Das machen wir natürlich halt eben auch in der Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern, mit Influencern, mit BookTokern und dergleichen mehr. Das ist sehr entscheidend und sicherlich auch sehr erfolgreich. Man sieht halt eben auch die Views und die Reichweite unten dann nochmal einmal mit eingeblendet in den einzelnen Videos. Das ist tatsächlich halt eben schon mittlerweile herausragend und da kann man auch sagen, tolles Team, die machen eine ganz großartige Arbeit. Auf der anderen Seite versuchen wir aber natürlich auch, jetzt hier wieder in Richtung Omnichannel zu überlegen, wie können wir das Thema Social Media denn auch in den stationären Buchhandlungen halt eben mit einbinden. Und da sind wir jetzt bei einem Testen oder bei einem Test beim Social Media Cube, den wir halt eben in den ersten Filialen jetzt ausgerollt haben. Das ist halt eben ein Würfel, der halt eben für Aufnahmen von Podcasts, wie auch immer, kleinen Reels, halt eben einfach gut geeignet ist, der dann halt eben auch für Blogger, für Creators in der Buchhandlung halt eben buchbar ist, reservierbar ist. Aber da nehmen wir natürlich halt eben selber auch nochmal Content auf. Was ist der Vorteil? Tatsächlich kommt die Community, das habe ich eben gesagt, gerne halt eben auch in die Buchhandlung, kann halt eben hier auch ihre neuen Catches halt eben direkt einmal feiern, mit ihrer Community vielleicht halt eben auch teilen und wir profitieren dadurch natürlich auch wieder von Reichweite, weil im Normalfall ist es halt eben auch so, dass dann Thalia oder das Buch halt eben auch direkt einmal genannt wird, also ein Win-Win für alle. Tatsächlich ein tolles Format, was wir jetzt in Düsseldorf halt eben initial getestet haben, aber weitere halt eben auch noch folgen werden. Auf der anderen Seite auch Live-Shopping will ich hier nicht unerwähnt lassen. Ein Thema, was in Deutschland tatsächlich recht schwierig ist und was für uns halt eben auch experimentell angefangen hat, ist im Rahmen eines Hackathons von Mitarbeitern halt irgendwie kreiert worden und auch in kürzester Zeit irgendwie aufgebaut worden. Wir haben das halt eben weiterverfolgt und mittlerweile sind wir auch bei akzeptablen Nutzerzahlen. Aber das sage ich auch dazu, erst seitdem wir halt eben auch Social Media da stärker mit einbinden. Also soll heißen, das Ganze auch über die Plattformen TikTok oder Insta halt eben auch mitspielen und da halt eben auch den Traffic nutzen. Das bringt uns aber dann auch dazu, dass wir auf unserer Seite halt eben Videorezensionen zu Artikeln beispielsweise halt eben noch mit anfügen können, also den Content auf der Seite noch erweitern können. Genau. Ganz explizit nochmal einmal gesagt, Social Media besteht nicht nur aus dem Social Media Team, Influencern und sonstiges, sondern wir verstehen halt eben uns und die Stärke von Thalia, insbesondere halt eben auch im Buchhändler, das ist so ein bisschen der Kern. Und hier ist einfach nochmal eine Folie mitgebracht, die halt eben zeigt, in welchen Fällen der Buchhändler mittlerweile digital auch einfach präsent ist. Sei es halt eben Lieblingsbuchhändler, das ist so ein Matchmaking bei uns, wo die Lesegewohnheiten und die Rezensionen, die ein Buchhändler halt eben auch irgendwie schreibt und dann auch veröffentlicht, halt eben zusammenpassen. Da hat man so ein bisschen das Parsche-Prinzip und wird halt eben auch, wenn man will, zusammengebracht, kriegt dann halt eben die ganzen neuen Rezensionen halt eben auch irgendwie mitgeteilt. Sei es halt eben ganz normale Rezensionen, die bei uns auf der Seite halt eben auch geteilt werden. Sei es halt eben auf der anderen Seite aber auch eben schon gesagt Videorezensionen, die man halt eben für die einzelnen Artikel halt eben auch bringt. Und jetzt könnte man ja irgendwie sagen, und damit komme ich einmal nochmal zur nächsten Folie, wir machen einfach alle Buchhändler zu Social Media Königen und die sollen halt eben dann auch während der Arbeitszeit oder darüber hinaus Videocontent produzieren und halt eben auf den einzelnen Plattformen präsent sein. Und da haben wir uns auf der rechten Seite halt eben, das ist das sogenannte Social Ambassador Programm, tatsächlich nicht dagegen entschieden, aber wir haben gesagt, wir können das halt eben sogar noch besser, weil nicht jeder und nicht alle sind halt eben gleichermaßen halt eben auch irgendwie geeignet, auf den Social Media Plattformen irgendwo zu präsentieren, den Content zu kreieren und deswegen haben wir halt eben dieses Social Ambassador Programm halt eben ins Leben gerufen. Es sind momentan 25 bis 30 Buchhändler und Buchhändlerinnen, die daran halt eben teilnehmen. Die werden ausgestattet mit einem professionellen Equipment, die werden auf der anderen Seite halt eben auch unterstützt vom Social Media Team, werden halt eben da beraten, werden halt eben auch irgendwie mitgenommen und geschult. Und das muss man halt eben auch explizit sagen, das ist halt eben auch ein Großteil ihrer Arbeitszeit, der dann halt eben da auch verwendet werden darf. Sehr erfolgreiches Programm, für uns auch genau der richtige Schritt, um halt eben nicht nur externen Content, sondern halt eben auch internen Content auf Social Media irgendwie spielbar zu machen. Und ein anderes Thema, Community, das hatte ich eben auch schon gesagt. Wir haben eine normale Lese-Community, das ist Was liest du? Wir haben auf der anderen Seite aber jetzt auch schon im Bereich Social Community mal getestet. Das war dieses Book Lovers Society in der Hamburger Region, sehr explizit auf die junge Zielgruppe halt eben irgendwie ausgerichtet, auch in der Idee, dass sowohl Buchhändler, Blogger, aber halt eben auch Kunden halt eben hier ein Engagement schaffen. Und das waren wirklich auch tolle
tolle Erfolge, die wir da erzielt haben, von halt eben Events, die wir in den Buchhandlungen halt eben gespielt haben, aber genauso gut halt eben auch die Kunden selber halt eben über sogenannte Shelfies mal gezeigt haben, wie es bei ihnen zu Hause aussieht. Und es ist wirklich abgefahren. Ich weiß nicht ganz genau, welche Hardcore-Reader wir jetzt hier gerade sitzen haben, aber glaubt mir, es gibt sie. Wenn man da halt eben einfach sieht, wie diese Euphorie, wie diese Leidenschaft zum Buch halt eben auch da ist und wie die halt eben auch gerne geteilt wird. Das ist halt eben das entscheidende Thema dabei. Genau. Nichts geht aber unterm Strich ohne die App. Jetzt sind wir wieder so ein bisschen mehr beim Feature. Die App ist bei uns halt eben mehr oder weniger im Zentrum von allem, weil sie halt eben auch alle Omnichannel-Aktivitäten halt eben im Bauch trägt und vor allem auch besonders gut spielen soll. Und das ist auf der einen Seite unser Verständnis über All-in-One-App. Also ich sage nochmal explizit dazu, das ist jetzt nicht alles, was wir in der App halt irgendwie spielen, aber probiert es gerne selber mal aus. Thalia-App auf jeden Fall lohnenswert. Next Best Read, ihr könnt da alles finden. Großartig. Aber was unter All-in-One-App halt eben auch zu verstehen ist, wir können ja nicht nur bei uns kaufen, sondern wir können auf der anderen Seite auch nutzen. Nutzen meint also lesen oder auch hören. Auch das ist was, woran wir gerade arbeiten, dass wir halt eben diese App nicht nur fürs Kaufen halt eben aufbauen und nutzbar machen wollen, sondern halt eben auch für die anderen Use Cases. Und auf der anderen Seite, und das ist jetzt hier nur eine kleine Auswahl, sehen wir dann halt eben die Features, die in der App halt eben auch abrufbar sind, die wir auch halt eben als Call to Action in der Buchhandlung halt eben regelmäßig finden. Zum Beispiel halt eben das ganze Thema Scan and Go, also letzten Endes halt eben auch per eigenem digitalen Device das eigene Auschecken, haben wir damals in der Corona-Pandemie halt eben auch entwickelt, selbst entwickelt, haben das jetzt irgendwann auch noch zusammengebracht, dass der untere Bereich Scan and Go meets Self-Checkout halt an den Self-Checkout-Kassen die Möglichkeit halt eben auch mit seinen Online-Zahlerarten, die in der App hinterlegt sind, halt eben auch direkt auszuchecken, um halt eben die Convenience noch weiter zu treiben. Das andere ist der Lieblingsbuchhändler, da habe ich eben schon ein bisschen was gesagt, findet man auch in der Buchhandlung, sind halt eben dann diese kleinen Kärtchen, die etwas größeren Visitenkarten nenne ich sie halt eben mal, wo der Buchhändler halt eben auch seine Kunden im Beratungsgespräch einfach mitnehmen und abholen kann und sagen kann, scan den Code ab, dann bist du bei mir halt eben in der Plattform und du wirst auf der anderen Seite halt eben alle Rezensionen, die ich mache, auch per Push-Nachricht halt eben automatisch bekommen. Und das andere ist auch nochmal die Sortimentsverlängerung. In der Buchhandlung haben wir für gewöhnlich halt eben immer nur eine kleine Auswahl an Sortimenten, irgendwas so zwischen 6.000 und 16.000 Artikeln. Ich hatte eben über 16 Millionen gesprochen. Die Welt dahinter ist also viel, viel größer. Und warum sollen wir dem Kunden nicht halt eben anbieten zu einer Buchreihe oder wie auch immer, die halt in der Buchhandlung nur ausgewählt dasteht, halt eben mit einem einfachen Scannen eines Barcodes, dann halt eben auch die ganze Welt der Serie oder der Reihe halt eben auch zu finden. Wie gesagt, kleine Auswahl zur App, aber ganz, ganz wichtiger Baustein. Das andere ist nochmal unser Sortiment. Jetzt könnte man sagen, was hat Sortiment mit Omnichannel und Omnichannel Experience zu tun? Ich habe jetzt hier zwei Beispiele mitgebracht, die halt eben nicht auf den ersten Blick, aber vielleicht auf den zweiten Blick sich erschließen in diesem Kontext. Das eine ist Gebrauchbuch. Gebrauchbuch ist was wir bisher nur rudimentär gespielt haben, was wir halt eben schon über ganz, ganz viele Jahre, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, immer mal wieder überlegt haben, aber irgendwie auch immer wieder verworfen haben. Das ist aber was wir auf jeden Fall angehen und was auch eine hohe Priorität aktuell bei uns hat. Warum hat es das? Weil es für uns halt eben auch noch ein USP, also erstmal trifft es einen Nerv der Zeit. Ich glaube, da brauchen wir nicht lange drüber nachdenken. Auf der anderen Seite ist es aber halt eben auch ein Thema, was wir mit dem USP spielen können. Wenn man halt eben nochmal einmal überlegt, die bisherigen Anbieter sind entweder stationär oder sind online. Das aber irgendwie kombiniert zu spielen, das gibt es halt eben bisher noch nicht. Und wir sind gerade dabei, genau das halt eben aufzuschließen, dass wir An- und Verkauf on- und offline halt eben irgendwie anbieten und damit halt eben auch wiederum für den Kunden eine komplette Convenience halt eben darbieten. Ja, das ist das Thema Gebrauchbuch, eins, was uns aktuell halt eben auf der Thalia-Seite halt eben auch schon begegnet, was wir aber halt eben jetzt in naher Zukunft noch ausbauen oder gerade dabei sind. Das andere ist halt eben auch nochmal Spielwaren. Spielwaren klingt auch erstmal relativ profan. Was will ich damit eigentlich sagen? Wir sind auch bei einer Spielware dabei, die halt eben für uns nicht nur als wichtiges Sortiment zu verstehen, die auch oder was auch jetzt schon eine hohe Relevanz bei uns hat, sondern auch das nochmal im Omnichannel-Kontext zu sehen. Wir haben also jetzt den ersten Buchladen, eine andere Marke, Muck in Münster. Also wer in Münster wohnt oder Umgebung, der kennt sicherlich auch Muck. Das ist Nummer 1 Geschäft, 3200 Quadratmeter, tollste Spielwarenfläche, also es ist ein absolutes Eldorado.
richtig schön, gehört jetzt zu Thalia und werden wir halt eben auch in Richtung Buchhändlerkompetenz bzw. Fachhändlerkompetenz in Thalia mit einbinden und auch da das Gleiche, was wir beim Buch halt eben machen und auch sehr erfolgreich machen, auch für die Spielware halt eben anbieten und machen. Mit dem Ziel, halt eben auch nochmal gesagt, in der Innenstadt oder die Innenstadt mit dem Handel weiterhin halt eben zu erlebbar zu machen und der Nummer 1 Fachhändler für Spielware halt eben zusätzlich zum Buch halt eben auch zu sein oder zu werden. Anderes Thema, Logistik, klingt auch erstmal kurios, ist aber letzten Endes ein Enabler-Thema. Also ohne eine funktionierende Logistik, weil am Ende geht es dann doch meistens um Ware, wenn wir nicht im digitalen Bereich sind, werden wir halt eben das Service-Level, was wir an vielen Fronten versprechen, halt eben auch nicht halten können. Wir stoßen halt eben momentan mit dem jetzigen Setup, mit einem 3PL-operated Zentrallager, stoßen wir halt eben an unsere Kapazitätsgrenzen und sind gerade dabei, ein neues Warehouse in Mahl halt eben auch zu bauen, was nochmal deutlich größer wird, was halt eben jetzt auch die aktuellen Möglichkeiten mehr als verdoppelt. Ja, da werden wir halt eben hoffentlich dann auch viel Spaß mit haben. Und das ist, wie gesagt, ein Enabler-Thema, um überhaupt in Zukunft den ganzen Service halt eben auch in Richtung Kunde tragen zu können. Ich habe jetzt eine Folie noch mit dabei, weil wir jetzt gerade halt eben viel über Strategie gesprochen haben. Ist mir persönlich halt eben immer ganz wichtig. Das ganze Retail ist Detail-Thema. Also letzten Endes bringt es nichts, immer nur nach vorne zu denken und halt eben die großen strategischen Pfeiler halt eben auch reinzurammen. Das ist meine Überzeugung. Sondern gerade in Richtung Kundenloyalität geht es natürlich auch viel um Optimierung. Optimierung der bestehenden Prozesse. Und ich bin tatsächlich froh und ich bin da nicht für bezahlt, bin auch nicht nachgefragt worden, dass wir mit Content Square da halt eben einfach auch ein Tool haben, was nicht nur in der Organisation bei den Mitarbeitern halt eben einfach gut ankommt und gut genutzt wird, sondern was uns halt eben auch einfache Möglichkeiten zur Optimierung gibt. Ich habe jetzt hier wirklich auch nur wenige Beispiele. Einmal von Weltbild, die haben wir gerade gekauft, in der ganzen Frage von man tippt weltbild.de ein, landet bei thalia.de, das muss irgendwie erklärt werden, das muss mit einem Call to Action halt irgendwie versehen werden, dass der Kunde auch möglichst danach halt eben bei Thalia bleibt und kauft. Das ist auf der linken Seite halt eben einfach ein Optimierungsbeispiel, was wir mit den Erkenntnissen aus Content Square gemacht und gewonnen haben. Auf der rechten Seite halt eben nochmal die Artikel-Detailseite, die wir optimiert haben. Auch damit Feedback aus Content Square. Ich sage auch immer gerne dann in Kombination mit einem User-Labor-Test, wo wir auch nochmal echte Kunden irgendwie dagegen laufen lassen. Aber ich kann nur sagen, Optimierung, ständige Optimierung, das ist halt eben auch der Schlüssel. Das machen wir ohnehin und kümmern uns parallel halt eben noch ein bisschen um die strategischen Assets. Genau. Damit wäre ich tatsächlich auch am Ende angekommen. Ja, vielen Dank dir schon mal, Hendrik. Gibt es Fragen an Hendrik hier im Zuschauerbereich? Da ist eine Frage, können wir mit dem Mikro mal dahin gehen? Genau, es ist wichtig, ins Mikro zu sprechen, damit die Online-Teilnehmer das auch gut hören. Hallo. Also mein Name ist Regina Schreiber von Toyota und wir haben sehr viele Parallelen, so was ich gerade gehört habe. Meine Frage, die mich jetzt interessieren würde, wäre eure Buchhändler. Sind das eigenständige Betriebe oder gehören die, also sind das quasi Shops eures Unternehmens? Tatsächlich, also ist zweigeteilt die Antwort. Der Großteil der Shops, die wir halt eben haben, mehr als 350, das ist halt eben unser eigenes, also gehört alles uns. Wir haben halt eben jetzt ein Partnermodell halt eben noch mit angeboten, wo wir ersten Shops halt eben die Möglichkeit geben, quasi eine Art Franchise einzusteigen. Die nutzen unsere Systeme, die nutzen unsere Bezugswege und alles Ähnliche. Ist für den stationären Handel tatsächlich elementar. Ich sage das jetzt nur einmal nochmal als Erklärung, warum machen wir das? Weil ansonsten der stationäre Handel, Buchhandel, glaube ich, irgendwann aussterben würde. Die können einfach nicht mehr im Wettbewerb halt eben standhalten über steigende Kosten und auf der anderen Seite eine immer geringere Effizienz. Aber die einfache Antwort ist, gehen wir mal davon aus, dass die Shops alle uns gehören. Dann gehe ich direkt mal weiter, auch von Toyota. Gunther ist mein Name. Wie messt ihr denn diese Zukäufe? Du hast gerade darüber gesprochen, dass das natürlich auch ein besonderes Thema ist bei Click and Collect, die Zukäufe. Würde mich mal interessieren, macht ihr das nur über die App oder wie könnt ihr das feststellen? Du meinst die Zusatzkäufe, die in der Buchhandlung halt eben stattfinden, relativ einfaches Prinzip. Wir sehen halt eben den Auftrag, der online halt eben eingegeben worden ist und wenn der Auftrag an der Kasse abgerechnet wird und da noch weitere Positionen mit draufkommen, ist das eine ganz einfache Analyse, welche Positionen sind dazugekommen, mit wie viel Euro Umsatz, gleich Zusatzumsatzquote. Danke.
wir noch eine Frage im Publikum? Vorne? Hi, mein Name ist Florian. Es gibt eine Ambassador-Strategie, es gibt eine neue Social-Media-Strategie, es gibt ein neues Warenhaus. Ihr habt eine Firma gekauft, die jeder kennt. Ihr geht offensichtlich nicht den Weg der Play it safe. Mich würde mal interessieren, welchen Rat würdet ihr anderen Firmen geben, die überlegen, play it safe und keep your money tight versus let's play it big? Ja, es ist eine Frage von Chance und Risiko. Und letzten Endes sehen wir gerade viele Chancen und die Chancen wollen wir halt eben ergreifen. Und sicherlich ist ein Teil des Risikos auch mitigiert bereits, weil wir halt eben eine gewisse Größe schon erreicht haben im Markt. Das ist sicherlich halt eben auch nochmal ein Vorteil. Aber ich sage das normal, für uns überwiegt gerade ganz klar die Chance. Ich habe das eben im Intro halt eben schon mal mit ein paar Kollegen halt eben auch besprochen. Es ist natürlich schon eine große Gefahr, die wir uns da an die Beine heften, weil alleine so ein neues Zentrallager halt eben mehrere hundert Millionen kostet. Das ist gerne halt eben auch versenkt. Da müssen wir halt eben schon sehr genau darauf achten und du hast total recht, es sind gerade sehr viele strategische Weiterentwicklungen halt irgendwie auch im Gespräch. Ich glaube, wir haben uns auf der einen Seite organisatorisch recht gut darauf vorbereitet, dass wir halt eben da eine sehr gefestigte Mannschaft haben. Und ich bleibe nochmal dabei, wir sind halt eben gerade sehr chancen- und weniger risikoorientiert. Super, noch eine letzte Frage. Alle weiteren Fragen dann während eines Kaffees dann gern an Hendrik. Ja. Wir haben ja im ersten Vortrag gehört, dass die jungen Leute eigentlich eine seamless Customer Experience haben wollen. Und du hast uns ja gerade gezeigt, dass ihr viele unterschiedliche Systeme miteinander in Einklang bringen müsst, auch gerade wenn ihr neue Partner kauft oder mit vielen Partnern zusammenarbeitet. Wie stellt ihr sicher oder was macht ihr, damit das auch alles funktioniert? Na, letzten Endes, wir sind mal irgendwann groß geworden mit unterschiedlichen Warenwirtschaftssystemen, mit unterschiedlichen Systemen, mit Wildwuchs von. Und wir haben das irgendwann ganz stark konsolidiert. Wenn also jetzt jemand Partner von Thalia wird, dann bekommt er die Thalia-Systeme, dann bekommt er eine sehr dezidierte Schulung halt eben auf die einzelnen Systeme, dann sind damit halt eben auch wahlweise Werbemittel oder nicht verbunden. Dann gehen wir also relativ stark halt eben auch in eine Automatisierung. Das hat nochmal seine Grenzen, jetzt gerade mit Werbemitteln und Co., wenn du halt eben eigenständig bleiben willst, wenn da halt eben Thalia beispielsweise oben am Ladenschild nicht auftauchen soll. Aber ich sage das normal, es sind halt eben unsere Systeme, es geht auch nicht anders. In der Komplexität wird man dem irgendwann halt eben nicht mehr her. Wir sind ohnehin halt eben schon recht komplex, weil wir als Geschäftsmodelle irgendwann halt eben auch zusammengewachsen sind, weil wir halt eben weitere Partner wie Tolino, Kobo halt eben auch immer wieder noch mit irgendwie einbinden müssen. Also von daher, Standardisierung ist ganz, ganz wichtig, ansonsten wird man immer straucheln.